Der Tabat Da Vinci 390 QD. Ein sehr kompakter Wagen, das QD, werden wir gleich mal erfahren, für was das steht. Aber wir wollen nicht zu sehr vorgreifen. Ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug von Tabat. Auch hier mit der Klimaanlage fast geschenkt. 1.490 €, 1.100 € gespart. Und hier ist die Anordnung ein bisschen anders. Wir haben ja gelernt, bei vielen Wagen, die kompakt sind, hat man eine Bug- oder eine Heckküche. Hier in dem Fall, bei dem Fahrzeug hier, ist es ein bisschen anders angeordnet. Wie genau, das werden wir euch gleich mal erfahren. Aber stark im Trend sind natürlich kompakte Fahrzeuge. Der Da Vinci 390 QD macht da keine Ausnahme, mit den gleichen natürlich tollen Verarbeitungsmerkmalen, die Tabat macht. Glattblech, Aluminium hier an der Seite, GFK-Dach mit eingebaut. Es gibt neue Rückleuchten mit drin, Multi-LED-Rückleuchten, die hier mit eingebaut sind. Und jede Menge kleine Details, wie hier zum Beispiel ein Riffelblech, also hier ein Hammerschlagblech an der Seite, was natürlich Vorteile hat. Gerade bei großen Temperaturunterschieden kann sich das Ganze nochmal ausgleichen und man sieht auch nicht jeden Piez immer direkt. Sollte mal eine kleine Macke im Blech drin sein, dann verzeiht das Hammerschlagblech natürlich einiges. Viele finden das natürlich nicht so zeitaktuell, aber es ist immer noch sehr stark gefragt, da sehr widerstandsfähig. Also, Da Vinci 390 QD 2023, 23.590 €. Da geht's los. Wie ihr seht, auch hier ist ein AES-Kühlschrank mit dabei, eine Serviceklappe, sodass ich auch direkt unters Bett komme. Und ja, für alle Leute, die jetzt genau hingeschaut haben, man hat das Bett tatsächlich hier platziert. Und wenn wir gleich mal sehen, auf der rechten Seite müsste die Deichsel sein. Dann ist es hier in dem Fall ein Bugbett, was eingebaut ist. Aber das werden wir gleich mal sehen. Also hier Angebot, entweder der Dometic FreshJet ist mit drin oder eine Truma Venta Komfort. Das Ganze kann man wählen und spart dabei nochmal jede Menge Geld. Ja, Tabat hat einige Extras mit eingebaut. Ein paar Sachen werden aber standardmäßig immer so gemacht. Unter anderem, dass man Riffelblech in den 11 Kilo Gaskästen mit drin hat. 2 11 Kilo Flaschen können hier benutzt werden. Auch die Waage für die Stützlast, die ist bereits integriert. Brauchen wir auch nicht extra zu kaufen. Die ist in der Alco-Aufnahme mit drin. So, auf Wunsch auch mit Duo Control. Wer das möchte, kann also 2 Gasflaschen anschließen, die sich automatisch umschalten lassen. All das entscheidet dann der Geldbeutel letztendlich. Also wem das dann genügt, der kann auch eine Monokontrolle haben, der kann das während der Fahrt machen oder gar nichts. Da muss er lediglich darauf achten, dass es geschlossen wird. Das ist die Stützlastwaage, Alco-Chassis mit drin, das Gelbe, was ihr da seht an der Kurbel, das ist die Waage. Und wir gehen mal kurz rüber und da steht die Kollegin schon auch direkt am Eingang mit dabei, hat diesmal auch kein Fenster mit drin. Bei so einem kompakten Fahrzeug ist das die Frage, braucht man das unbedingt? Da sind nochmal die Jumbo-Stützen mit eingebaut. Also das ganze Fahrzeug steht, wenn die Stützen dann rausgekurbelt sind, mit den Reifen auch sehr stabil, sodass man also ruhig mal wackeln kann und nicht alle Leute direkt aufgeweckt werden. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf die Wohnwagen. Das Ganze natürlich nur dann, wenn man das Ganze auch prüfen lässt, einmal im Jahr. Eine kurze Dichtigkeitskontrolle lohnt sich, aber ich habe selten mal gehört, dass es Probleme gibt, es sei denn, es gibt Unfälle, weil die Verarbeitung ist natürlich so gemacht, dass es möglichst keine Probleme gibt mit der Dichtigkeit. Trotzdem, also für 10 Jahre müsst ihr einmal im Jahr zum Service. Hier sieht man eine schöne kleine Sitzgruppe direkt im Heckbereich, wenn man reinkommt, und rechte Seite ist die Küche. Man hat viele Schränke, das Ganze ist hinterbelüftet auch, Stauschränke mit drin und das Ganze auch mit Soft-Close-Funktion. Natürlich mit einem großen Hebekippfenster oben drüber, mit allerdings der Messebeleuchtung, die natürlich das ganze Design von dem Wagen ein bisschen leiden lässt, weil die alles überstrahlt. Den Tisch kann man rausnehmen. Aus diesem Tisch und der Sitzgruppe kann man dann komplett nochmal Schlafplätze machen. Auch hier ein Stoffdesign und das Ganze lässt sich wählen aus verschiedenen Designs. 47 mm starker Boden, das ist auch wichtig, wenn man es wirklich öfter benutzt, damit er sich nicht gleich durchläuft, weil das schon
stark ausgeführt. So, Sandra geht mal kurz in die Ecke hinten rein. Das ist das Platzgefühl, was man hat. Linke Seite ist die Küche, das Bad ist neben der Sandra mit drin, ein 3-Flammen-Kochfeld, das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst mal kleine Details wie Badezimmer, links die Garderobe davon und eine große Toilette mit einer optionalen Dusche mit dabei. Die kann ich immer mit dazu erwerben, wenn ich dann auch im Wohnwagen duschen möchte. Macht der ein oder andere auf jeden Fall, ist natürlich aufgrund der Pandemie also auch schwer im Vorschub gewesen, aber viele werden auch bestellt ohne Dusche. Hier hat man also nochmal Badezimmer mit drin, mit großen Stauschränken eingebaut, also viel Platz für alle Utensilien, die ich so brauche. Und ein Waschbecken, ja, in der Größe absolut üblich. Auch der Spiegelschrank bietet die Möglichkeit, den zu öffnen. Das Ganze ist natürlich, wenn man es noch nie gemacht hat, ein bisschen tricky, aber man kriegt es mit der Zeit auch raus. Überhaupt die Bedienung von so einem Wohnwagen, das ist alles eine Frage der Zeit. Also man kann sich da reinfuchsen. Es gibt große Communities und natürlich auf dem Stellplatz gibt es die einen oder anderen, die einem helfen. Das Ganze hier diesmal mit Pushlock. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Also Pushlock mit drin und einer großen Haltestange oben drüber für Handtücher. Die ist mit eingebaut. Also hier großes Badezimmer mit viel Beinfreiheit in der Toilette. Hier vorne hat man noch Ablagen mit drin. Eine Kassettentoilette standardmäßig mit eingebaut. Die lässt sich drehen übrigens. Und man hat eine große Duschwanne, die ist schon mit integriert. Und optional gibt es das Ganze dann auch mit Dusche hier von Tabat. Milchglas im Fenster mit eingebaut, mit Fliegengitter und Verdunklung mit drin und jede Menge Details, die man erst entdecken muss. Das ist übrigens der Frischwasseranzeiger, der Stand dafür. Und ja, man hat ganz normale Schalter hier mit eingebaut, Küchenzeile, in dem Fall hier in der Mitte, also keine Bugküche wie beim letzten Mal und auch hier alles mit Rausfallschutz versehen und vielen Scharnieren. Und natürlich mit Soft Close. Das Ganze soll ja auch ziemlich lang halten. Ja, die kurzen Wohnwagen haben natürlich das Problem, Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich nicht so, dass es hier pro laufenden Meter geht, sondern man zahlt wirklich dann einen Grundbetrag natürlich für die Produktion des Wohnwagens und sie sind natürlich im Verhältnis zu langen Wohnwagen ein gutes Stückchen teurer. Hier ein 3-Flammen-Kochfeld mit Piezo-Zündung und die Auszüge jeweils mit 25 Kilo belastbar. Große Schubladen mit drin, auch hier mit Besteckeinsatz und 2 weiteren Schubladen Gasabsperrhähne hier und einem Dometic-Kühlschrank auf der linken Seite, gucken wir uns gleich mal an, der sich in vielen Modi betreiben lässt, üblicherweise mit Gas 12 Volt und 230 Volt. Auch hier sieht man überall Leitungen nochmal verlegt. Man kann also einiges nachrüsten, aber hier lässt sich der Anschlag nicht doppelseitig betreiben. Also hier Dometic bietet also hier einen AES-Kühlschrank mit extra Gefrierfach. Auch das kann man rausnehmen. Das Gefrierfach, der ist sogar jetzt an, der war in Betrieb und läuft im Moment auf 12 Volt. So, dann großes Bett, ein Querbett hier mit dabei, mit etwa Bettenmaßen von fast 2 Metern. Dabei lässt sich dann auch der große Kleiderschrank problemlos erreichen. In dem sind übrigens auch Sicherungskästen und so weiter nochmal verbaut. Und hier hat man so ein bisschen Hotel-Feeling, in dem die Rückseiten so beledert sind. Das kann man also hier ganz schön sehen. 2 große Designlampen im Tabat-Design hier mit eingebaut und jede Menge Schränke mit drin. Truma, das ist die Heizungsanlage, mit dem der ganze Wohnwagen hier beheizt wird. Das Ganze ist getrennt. Man hat also Boiler und Heizung getrennt. Hier drunter, da hat man nochmal Stauraum mit drin. Das Ganze lässt sich dann nochmal anheben. Und hier sind jeweils Lattenrost und Teller, die dafür sorgen, dass man also möglichst besser schläft als zu Hause. Große Fenster mit eingebaut. Die ganzen Fenster sind dann nochmal mit Fliegenschutzgitter und mit Verdecken versehen und da nochmal ein großer Kleiderschrank mit Stange eingebaut und ihr seht überall die Kabelkanäle hier in dem Wohnwagen mit drin. Man kann also wirklich alles
nachrüsten. Das ist die Therme übrigens, die Truma-Therme. Damit wird das warme Wasser gemacht. Die befindet sich unter dem Bett und ist getrennt von der Heizung, was auch ganz praktisch ist. Im Sommer muss nämlich dann nicht die Heizung mitlaufen. Das sorgt ja immer wieder für Verluste, bloß weil man warmes Wasser haben möchte. Ja, da sind wir wieder am Stand von Tabat und diesmal mit einem tollen neuen Wohnwagen, dem DaVinci 390 QD, ein Querbett mit dabei und eine Mittenküche und eine Sitzgruppe im Heck mit eingebaut. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Preis, wie er hier steht, 23.590 €, DaVinci 390 QD.